So, herzlich willkommen zum Let's Play von Deus Ex. Das erste Spiel in der Reihe. Rausgekommen 2001 und war eines der Meilensteine in der damaligen Geschichte, Computerspielegeschichte, wo man einfach mal einen Charakter spielt, den man auch zugleich leveln kann und diesen mit entsprechenden Skills verseht, welche einen im Spiel immer wieder unterstützen. War zu der damaligen Zeit noch nicht so verbreitet in Ego-Shootern. Ja, und wir legen gleich mal los. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Ausbildung, damit wir ein bisschen erfahren, wer wir sind und was genau wir hier tun. Wir starten scheinbar in einer Installation, einem Büro. I figured you'd be sick of drills by now. Hopefully our training exercises will be more interesting than what they've had you doing at the academy. Und kriegen gleich mal ein paar Lektionen erteilt. Steuerung, Bewegung, Agieren mit Open the door by clicking the right mouse button. The right button uses items in the world. The key on the desk opens encryption-based nanotech locks. When you pick it up, it will automatically be added to your keyring. Use the keyring to unlock the door and proceed to the next area. Ein sogenannter Nano-Schlüssel. Wie ihr rechts unten sehen könnt, ist auf der Taste 0 bei mir ein Schlüsselöffner belegt. Und an diesen Schlüssel werden diese Nanoschlüssel angehangen, womit man dann verschiedene Türen öffnen kann. Das soll man ja auch hier jetzt tun in der Übung. Wie ihr seht, die Tür ist verschlossen. Ich kann sie also nicht einfach so öffnen, sondern muss erstmal diesen Nanoschlüssel nutzen und kann dann die Tür aufsperren. You're going to get a lot of equipment during these exercises. Press F1 at any time to access the inventory screen, which will let you add and remove items from the tool belt. Press F2 to view your current goals and any notes you may decide to take. On a typical mission, a UNATCO agent's objectives are logged electronically so that he can stay on task at all times. Now pick up a weapon and try to break open those crates. One of them's indestructible, but the others contain things you might find useful. Ja, unzerstörbar meint die hier. Now pick up the lockpick and use it to open the door. Lockpicking takes time and expends the self-assembling resources of modern lockpicks. Just be patient and remember your training. At higher skill levels, you won't need as much time or lockpick resources to pick a lock. Genau. Doors have two strength values. auf. The door strength tells you how much damage the door takes before being destroyed. The lock strength tells you how many lockpicks will be required to pick the lock. Some doors have an infinite strength and an infinite lock strength. That means you have to find a key. Ja, danke für die Infos. Genau, das hat er jetzt eben gesagt. Jede Tür hat oder jedes Schloss hat eine bestimmte Stärke. Das ist angegeben hier in Prozent eben. 5% hat noch diese Tür an Stärke, was das Schloss angeht. Die Tür selbst ist natürlich inf, das heißt, sie ist unzerbrechlich. Also da kann man draufballern, da kann man draufschlagen, da passiert gar nichts. Also, was müssen wir tun? Wir müssen hier den eingesammelten Dietrich nehmen und damit die Türen aufsperren. Funktioniert wunderbar, wir können weiter. The code to the door has been stored in that data cube. Right-click on the data cube to read the contents, then type the code into the keypad. You activate the keypad with the right mouse button, just like you activate a data cube or any object in the world. Alles klar. Wir schauen uns den Data Cube an, stellen fest, aha, wir machen es ihnen einfach, die Tür wird mit folgendem Code geöffnet. 0012. Okay, Jamie. So heißt wohl diese Person da oben. Alles klar, wir gehen an den wie sagt man, an das PIN-Eingabegerät und geben die PIN ein. 00 00 1 2.
Wunderbar, die Tür geht auf. Use the disposable multi-tools on the table to hack the keypad up ahead. A multi-tool's resources are finite. When a tool is depleted, it becomes useless. The manual describes other uses for the multi-tool. At higher skill levels, you'll need less time and multi-tool resources to hack a given device. Ganz genau, da sagt das ja auch, je höher unser Skill-Level ist, desto schneller können wir Gegenstände oder Türen knacken oder Schlösser oder Computer oder was auch immer. Jetzt lesen wir mal kurz, was steht hier. Ah ja, das ist nur die Erklärung der Multitools, ist jetzt nicht so wichtig. Datenkubus, was sagt er? Noch ein kleiner Hinweis, ich bin auf diesem Gebiet kein Experte. Sprechen Sie daher mit Sam Carter, wenn Sie nach Liberty Island aufbrechen. Aber denken Sie daran, Sie können eine Tür auch mit Sprengstoff oder durch Manipulation eines Sicherheitscomputers öffnen. Ganz genau. So, diese Tür ist verschlossen. Wir können hier nichts machen mit rohem Licht. Dann schauen wir uns mal das kleine Gerät hier an. Wir können jetzt natürlich hergehen und versuchen, irgendwie irgendwas reinzutipseln. Geht nicht. Also ist man hier gezwungen, dieses kleine Multitool zu nutzen. Und dann durch die Aktivierung schaltet man dann, umgeht man das System und schaltet sich den Weg frei. I'm here to pick up all munitions and equipment. Thanks for the cooperation, Agent. Ja, danke, dass du mir alles abgenommen hast. Ist die Welt schon mal viel leichter. Lying in front of you is a brave cadet who volunteered to be rendered unconscious for this next training exercise. Natürlich. Highlight and search him to find the key to the medical room. Afterward, pick up his body and place it on the medical table so that one of my aides can revive him once the exercise is over. Okay. Wir sollen ihn also durchsuchen. Ja, wir finden einen Nanoschlüssel. Gehen zu der Tür hier, die unöffnbar ist ohne den Schlüssel. Zack, erledigt, Tür geöffnet. Jetzt sollen wir den einsammeln und da drauflegen. Good work. I'll get someone down there immediately to revive Private Winslow. Move on to the next area. You can bet this won't be the last time we send you into a dark room. Turn on your light augmentation and find the exit on the other side. Just press F12 by default. Genau, wir sollen also F12 drücken und dann kriegen wir und schalten unsere Taschenlampe ein. Dann kann man nämlich auch was sehen und uns durch diesen Raum durchnavigieren. So, F12 wieder aus. Wir haben scheinbar einen Lichtschalter gefunden. Wunderbar, wir öffnen die Tür und gehen weiter. You're not a mech, but you're enough of a machine to need repair bots now and then. If you used up some bioelectric energy getting through the dark area, for example, this contraption can charge you back up. Ja, wie es aussieht, haben wir Energie verbraucht. Wenn wir F1 drücken und dann hier auf Gesundheit schalten, nee, nicht Gesundheit, Implantate, genau. Implantate. Stellen wir fest, die haben nur noch 96% Energie. Durch das Aktivieren der Taschenlampe haben wir Energie verbraucht. Und dieses kleine Gerät hier, was da steht, kann uns wieder fit machen. Zack, wir haben 100% und müssen jetzt erstmal eine Minute warten, bevor wir uns wieder aufladen an diesem kleinen Roboter. Congratulations, you completed phase 1. Move over the ramp into the next rooms to begin learning movement skills. We'll be watching you through the cameras, like the one you can see up in the corner. In the field, remember that terrorists sometimes use cameras like this in their security grids to set off alarms and alert guards to your location. Das grüne Ding da hinten meinte. Jump across the platforms. You'll have to crouch to get under those pipes. If you fall, use the stairs to begin again. Und unsere erste Übung, springen und ducken. You need to go through the door up ahead, but it's blocked.
Those wooden crates are too big to jump and too heavy to lift, so use the metal crates near the wall to build steps. To pick up a crate, walk up to it so that it highlights, then click the right mouse button. To drop something you're holding, you can press the tab key by default. Ja, ganz einfache Übung. Eine kleine Kiste schnappen. Diese große Kiste ist zu schwer für uns. Hinstellen, sich eine Treppe bauen und rüber. Ja, der Charakter schafft es tatsächlich nicht, eine solche Kiste hochzuklettern. Now, go up the ladder at the other end of the room. By default, you look up and use the arrow keys to climb. War ja ziemlich schwer. Haha. We get some complaints about this swimming obstacle because the water's contaminated. Recruits forget to grab the hazmat suit and end up in my office. Not pretty. Or they forget that they have to put the suit on by selecting it and pressing the left mouse button. Remember that the hazmat is disposable. You can wear it only once, and it operates only for a fixed duration. Use the ramp on the other side of the pool to climb out. Ganz genau, also was sagt er uns? Wir sollen uns gefälligst diesen Anzug hier schnappen und anziehen und dann darüber schwimmen, weil das Wasser ist radioaktiv verseucht. Aber genau das passiert, wenn man es nicht tut. Also schnappen wir uns das Ding, ziehen es an, aktivieren es, das hat eine bestimmte Laufzeit. Die Schiene sind wir noch ganz schlecht, ganz langsam. Das legt sich aber alles mit der Zeit. These medical books, normally used for quick healing, are of particular interest to you, JC, because you need a bot's help to install new augmentations. If you took any damage during a swim, now's a good time to get patched up. Ja, genau. Wir haben Schaden genommen. Während wir da rumgeschwommen sind, haben wir uns radioaktiv ein bisschen verseucht, haben Schaden dadurch genommen und jetzt geht es darum, das wieder wegzupflegen. Dabei hilft jetzt dieser Roboter. Der kann bis zu 300 Einheiten Heilung geben. Das heißt, wenn wir, sagen wir, rechten Arm, linken Arm und das Bein verlieren und ein bisschen Schaden auf dem rechten Bein haben, dann können wir aber nur maximal 300 Punkte davon heilen. Das heißt also, irgendwo würden wir dann nicht vollständig geheilt sein. Hand in your equipment. That's right. No cheating. Alles klar, ich hatte kein Equipment mehr, aber danke. Welcome to the combat training area. I am Günther Hermann, and I will be monitoring your progress here. We will start with weapon familiarization. Your first exercise will be to learn a little about aiming and targeting. Step up to the shooting range to the west. The targets are released by using the buttons on the counter. Release the first target and take a few shots with one of the pistols until it is destroyed. Notice the targeting reticle appears when you aim at a target. So, wir sollen uns jetzt ein bisschen was an Muni und Waffen schnappen und sollen Zielübungen machen. So. Good. If you hold your aim for a few seconds before firing, you will notice the reticle starts out wide and tightens as you hold. The longer you aim as a target without moving, the greater your accuracy will become. Release the second target and aim before shooting this time. Oh, das Rechtsklicken, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Wieder. Ja, seht ihr? So wird gezielt dann. Ja, wenn wir uns bewegen, dann wird das Ding riesig. Aber wenn wir stillstehen und warten, dann wird es immer besser, besser. Und dann treffen wir auch viel präziser.
Now proceed to the next area. I'm here to pick up all munitions and equipment. Thanks for the cooperation, Agent. Ja, bitte, bitte. This is a rifle range. Here, you will learn one of the ways skill level makes a difference in your accuracy. Step up to the shooting range. The targets are released using the buttons on the counter. Release the first target and destroy it with the rifle. Use the rifle scope by pressing the left bracket key to turn the scope on. Ja, ist immer wieder witzig, wie er mit Akzent redet, ne? So, diesmal geht's ins Scharfschützengewehr. Excellent. Now we are going to raise your skill with rifles to master level. Release the second target and destroy it. Master Level, okay. Ja, wir können schon von hier aus so eine Zielfernrohr schießen. Good work. As you can see, higher skills give you better range, accuracy and effectiveness. Proceed to the next area when you are ready. Alles klar. Hand in your equipment. Ja, That's right. bitte. No cheating. This is the demolitions training area. First you will learn to use the lamp as a proximity mine. Approach the bay window and you will see a lamp placed on the target board on the black and red wall. Press the first button next to the window and a security bot will be released. Watch as he nears the lamp. Lamps placed on the walls are proximity triggered. Ja, sowas wie eine Mine, ne? Mein Freund, du solltest da nicht... This time you will place your own lamp. Take a lamp from the munitions bay and proceed to the red and black wall below. Jawohl, nehmen wir doch, machen wir doch gern. Schnappen uns die Lamps. Get as close to the wall as possible when you place the lamp. If you aren't close enough, the lamp will fall to the ground and detonate. Ja, man soll auf jeden Fall das hier vermeiden. Süß. So, da verdreht sich nämlich dann die Hand und dann kann man auch tatsächlich anbringen. Zack und weg. Mitlaufen, ganz schnell. Dann soll man den nächsten Schalter drücken und das Ganze beobachten. Very good, Agent Denton. You may proceed to the next area for more demolitions training. You'll need a few extra lamps for the demolitions area. Here, catch. Oh, hat was gegeben. Next you will need to breach the doors in the hallway. Throw a lamp down to the end of the hall. Once it blows, proceed down the corridor. Gesagt, getan. Notice how the wooden door was destroyed and the metal and barred doors remained. Remember this for future reference. Beyond the destroyed door, you can see a damaged piece of wall you can also breach with a lamp. Try that now. Excellent. Notice that the wall is opened. Look for other weakened walls such as this, and your lamp and other explosives will allow you to breach them. Continue through that breach and on to the next section. Der nächste, der nach mir kommt, der hat ein Problem. Gotta start the next section without arms or tools. Rules are rules. Sollen wir das? Kannst du mir nicht einfach meine Sachen wegnehmen? The area beyond the door is the grenade defusing facility. Here you will learn how to remove planted explosive devices. At each of the corners of this area, you will find a lamp planted on the wall. You must disarm and remove all 4 lamps before you can proceed to the next section of training. You will need to move up to the lamp quickly and to defuse it by right-clicking.
A second right click will remove the lamp from the wall. Ach ja, das ist ja so ein Spaß hier. Durchlaufen und einsammeln. Ohne dass die Dinger hochgehen. Also legen wir mal los. Erstes Hammer. Jetzt müssen wir aufpassen. Und da hinten ist auch noch eine. Da muss man einfach schnell sein. Schnell ranlaufen, Rechtsklick und schon hat man es diffused. Achso, kann ich das nicht. Da müssen wir erstmal die eine einsammeln, damit das weitergeht. A word of warning, Agent Denton. This was a simulated experience. Real lamps will not be so forgiving. You may proceed to the next area. Nö, da hat er recht. Hier könnten wir uns heilen, falls wir uns verletzt hätten. Haben wir aber nicht. Alles klar. Hand in your equipment. That's right. No cheating. Wo bin ich denn jetzt? Now you will learn to move quietly and conceal yourself so that you will be able to avoid the confrontation altogether. Ja, jetzt kommt der spannende Teil. Wir sollen uns vorbeischleichen an unseren Gegnern. The test is simple. Get to the far north door without being spotted by the guards below. If one of them sees you, he will sound an alarm and lock the door. Genau. Also, wir sollen jetzt da runter und uns vorbeischleichen an den Leuten und Soldaten. Ohne gesehen zu werden. Das bedeutet, wir müssen jetzt geduckt vorgehen. Und wenn wir geduckt sind, schleichen wir ziemlich Remember, leise. don't let the guards see you. Use the crates for cover and crouch when you move. Somebody's there. A guy in civvies. The guards can be distracted. Pick up and throw an object near them, and they will go investigate the noise. Bottles, plants, flasks, many things will work. Always remember the 4 basic tactics to avoid detection. Crouch behind concealment. Stay behind enemies. Move slowly to avoid making noise. And use shadows to conceal yourself. Be alert to every possibility. Also, was ist jetzt passiert? Very good. I hope you remember this lesson, Agent. They have assigned us to be partners, and I will not stop to hold your hand and repeat myself when we are facing a real enemy. Ich habe eine thermooptische Tarnung eingesammelt und habe diese aktiviert, um mich unsichtbar zu machen im Endeffekt. Deswegen konnte ich hier durchrennen. Hätten sie mich jetzt tatsächlich gesehen und entdeckt, wäre diese Tür hier zugegangen und ich wäre gar nicht erst hierher gekommen. Now for the last test. You have to find a way across the river to the exit on the other side. There's more than one way to get there, depending on your approach and the skills you want to use. It's up to you. Make use of the IFF system to identify enemies. The crosshairs will highlight red over enemies, green over allies, and white over neutrals. Also, der Roboter ist definitiv ein Feind. 0089, ein Code für die Brücke.
wir müssen jetzt irgendwie an dem Roboter vorbeikommen. Ohne dass er uns merkt. Die Brücke ist leider nicht die schnellste. Aber scheint ja. Okay. Der kommt schon wieder zurück. Da ist eine Pistole. Okay. Schnappen wir uns. Dieser Roboter schießt, wenn er uns sieht. Das heißt, wir müssen hier ganz vorsichtig sein. Ja. Hat uns nicht gesehen. Alles klar, dann können wir einfach über die Brücke und uns verdünnisieren. So, damit haben wir eigentlich die Übung durch. Step up to each hologram for more info. When you're through, go out the opposite door. Jetzt gibt es ein paar Infos zum aktuellen Zustand der Welt. A deployment of Deus Ex. UNATCO troopers is the central component of all UN peacekeeping occupations. Okay, das ist also ein UNATCO-Soldat. Was haben wir da? The NSF, the biggest terrorist threat in the US. This national militia group thinks it is fighting the Second American Revolution. Das sind also angeblich Terroristen. Alles klar, merken wir uns mal. Das sind die Guten, das sind die Bösen. This Page Industries walking turret, marketed to governments worldwide, is the workhorse of most national military forces. Due to the heavy armor, they take little damage from ordinary bullets. If you come up against a bot, you should use an EMP grenade, scrambler grenade, or some kind of explosive. Okay. An inexpensive security bot, a favorite of third world countries and corporate security divisions. Not so mobile, but don't be fooled. We've lost plenty of agents to its well-armored assault gun. Like other bots, it's difficult to damage with ordinary bullets. Oh, alles klar. This is the old augmentation technology, hopefully about to be phased out. Notice the reliance on electronics and servo mechanics, a maintenance nightmare. If I had 2 credits for every repair manual they've made me file in my office in the med lab. Okay, das sind also scheinbar irgendwelche alten Roboter-Menschen, die mechanisch funktionieren. Okay. The Coalition's new nano-augmented agents are nearly indistinguishable from the general population, except that you and your brother don't know how to smile, even for a picture. Okay. Hier hat er schon etwas vorgegriffen und gesagt, dass wir anscheinend nicht wirklich menschlich sind, sondern so eher künstlich. Und allerdings auf Nanotechnologie basieren, welche in unserem Körper drin ist und ja, uns zu etwas Besserem macht als diese da. Alles klar. Dann schauen wir mal. Sufficiently impressive. An early success for the whole organization. Thanks. You from the United Nations? Your augmentations are a go. The real test comes next. Active duty. I'm ready, sir. Yes. Yes, you are. Der ist unserer Frage einfach ausgewichen und hat nicht gesagt, wer er ist. Aber scheinbar kann er uns Befehle geben. Gut, dann starten wir mal ein neues Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad realistisch. Genau, unser Name ist JC Denton. Wir können den natürlich vergeben, wie wir wollen. Hier können wir ein bisschen unseren Charakter customizen. Ja, wir nehmen natürlich blond und blauäugig. Hier können wir Werte
hochskillen. Das bedeutet, wie er schon in diesem Tutorial gesagt hat, mit zum Beispiel den Waffen, je höher der Wert, desto präziser trifft man und ja, wie man sieht hier, wenn man die Stufe Veteran hat, ist der Agent wie ein Scharfschütze. Das heißt, mit Pistolen trifft man schon ziemlich gut und macht da sehr viel Schaden. Aktuell ist es auch trainiert. Ich verringere das, weil ich möchte eigentlich mehr aus dem Schatten heraus spielen und nicht wirklich durch die Gegend, mich durch die Gegend ballern. Ich möchte eher Computersysteme knacken. Elektronik ist ja das, was ihr mit den Multitools gesehen habt. Das wollen wir auch mitnehmen. Und wir wollen natürlich auch Schlösser knacken. Das haben wir trainiert. Wäre es nicht sinnvoll? Nee, das passt schon. Als nächstes nehmen wir noch Schwimmen mit, weil wir immer öfters mal ins Wasser müssen. Der Agent ist geschickt für einen Delfinaufveteran. Ja, das ist sehr hilfreich. Und Umwelteinflüsse. Tarnungen und Atemgeräte, die Fähigkeit mit Schutzanzügen, ballistischen Panzerungen, thermooptischen Tarnungen und Atemgeräten umzugehen. Ihr habt ja gerade in dem Training gesehen, dass ich mir so eine Ausrüstung geschnappt hatte und angezogen habe, womit ich dann unsichtbar wurde. Das ist genau solche Dinge. Darum geht's, und wenn man die ziemlich auf Veteran hochgeskillt hat im Verlauf des Spiels, dann halten die Dinger fast eine Ewigkeit und man ist wirklich ziemlich stark unterwegs. Deswegen nehmen wir lieber das. Die Waffen, ja, kann man skillen, muss man aber nicht unbedingt, wenn man, wie gesagt, aus dem Schatten heraus spielt und ein bisschen eher so betäubend unterwegs ist. Allerdings wird im Verlauf des Spiels mehr als ausreichend Erfahrung einem zur Verfügung gestellt, weshalb man dann auch den Rest hochskillen kann. Und das werde ich ja dann auch tun. So, dann legen wir mal los. Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable? He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. Bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He's relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience, and their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. If necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will be crowned its kings. Better than kings. Gods. Ja, und da hat jemand scheinbar ziemliche Anstrebungen. Okay. Ja, wir haben jetzt 2 wichtige Protagonisten gesehen in diesem Spiel.
Wir werden diesen beiden noch öfters begegnen und ja, lasst euch einfach von der Story mitnehmen. Und scheinbar geht es jetzt hier um eine Krankheit, die sich ausbreitet und es gibt ein Elixier oder ein Mittel dagegen, das Ambrosia heißt, und damit kann man sich von der Krankheit retten. Wer sich nicht rettet, scheint zu sterben. So, und in dieser düsteren Welt starten wir jetzt eben in der Nähe der Freiheitsstatue, welche allem Anschein nach zerstört ist. Und wir gehören eben zu dieser UNATCO-Truppe. Alles klar, und jetzt kommt unser erster Einsatz. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht lange suchen, da kommt er schon angerannt. Paul, I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test, but UNATCO better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderley wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a GEP gun, or a mini crossbow. Ja, was bevorzuge ich? Mini-Armbrust. Manchmal muss man lautlos töten. Ja, wir wollen mal versuchen, friedfertig durch die Gegend zu rennen, durchzukommen. Mini-Armbrust finde ich jetzt nicht so interessant als Waffe. Ich bevorzuge eher ein bisschen größere Kaliber. Man weiß nie, ob man die schwere Artillerie nicht eines Tages brauchen kann. Ich nehme den Gepwerfer, also der Gepwerfer ist ein Raketenwerfer. Das ist ein bisschen zu groß für meinen Geschmack. Ja, deswegen bleibt für mich nur die Wahl nach dem Gewehr. I like to pick him off from a distance. I'll take the rifle. This isn't a training exercise, JC. Your targets will be human beings. Keep that in mind. I get the idea. What's the first move? I'm going to give you a map of the island. If you can get to the North Dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Herman. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. What's your take on the situation, Corporal? The bots have them bottled up, sir. We'd go right in if it weren't for the whole back order. How'd they get one of our agents? Gunter went rogue on us. When the order came, he wouldn't pull back. Now you get to bail him out. Ich wollte gerade fragen, wie zum Geier ist der gefangen genommen worden? You just gonna stay here? There's been some activity at sea. I'm going to watch the coast. Why'd they bring you back to New York? I don't know what they have planned. I messed up an assassination attempt on one of the Triad leaders in Hong Kong. UNATCO pulled you out? It's a long story. You better head to the statue. Welcome aboard, Agent. Ja, danke. Interessante Infos. Which Triad was UNATCO targeting? We'll talk about that later. How was your graduation? I want to hear what happened. I wish I could have come. At the time, I could have cared less that Mom and Dad came to mine, but it was a good thing. The UN threw a dinner in honor of me, the first nano-augmented agent. I didn't know that. Guess I must be old news. Dad made a toast. I don't know if you remember his old brown suit. A toast? That doesn't sound like our father. It was hard for him in front of the diplomats, but he savored every moment. Strange how proud he could be when so much was due to our augmentations. Yes, he was proud. I believe that much. It was nice to have done something for him and Mom. I wish someone could have been there for you. I'm used to being on my own. One can be too self-sufficient, I'm coming to believe. Okay. Obwohl wir angeblich irgendwelche
künstlich erzeugte Menschen sind oder mit anderen Kontakten oder keine Ahnung was versehen, haben wir ein Mittel. Okay. Gut. Naja, da. Jetzt gehen wir eine Runde baden. Hier sind nämlich auch Kisten. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen Equipment ausstatten. They come this way, I got them, sir. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bum. Identify yourself with the phrase iron and copper. Ah ja, anscheinend haben wir jetzt jemanden, den wir suchen müssen. Dieser Roboter ist auf unserer Seite. Unser Fadenkreuz ist grün, wenn wir drüber fahren. Was ist jetzt los? Haben wir jetzt einfach so drauf losgeballert hier? Zu Schande. Wir sind da zerlegt. Ja, anscheinend ist das einer von diesen Terroristen. Alles klar, Freunde. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und gleich geht's weiter.